Okay, let's go. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich befinde mich aktuell auf der wunderschönen Insel Sardinien, bin eigentlich zum Urlaub machen hier. Und ja, wie das dann halt so ist, wird einem dann langweilig und überlegt man, was man machen kann und was kommt einem dann am besten und als erstes im Sinn. Richtig, Go-Kart fahren gehen. Und zwar bin ich jetzt hier bei SKindoor heute und ich mache hier was ganz Verrücktes. Das werdet ihr gleich im Video sehen, ich werde es jetzt noch nicht verraten. Ich bin auf die Kartbahn aufmerksam geworden, denn der André Lose hatte mir gesagt, als der gehört hat, dass ich zum Urlaub mache mit der Laura hier bin, fahr mal zu SKindoor. Da gibt es was wir 2016 schon mal gemeinsam gemacht haben, auf einer anderen Kartbahn aber. Und da habe ich gesagt, ey, das muss ich auf jeden Fall machen, das war damals so cool. Ich bin Alessandro kontaktiert, den Inhaber hier von der Kartbahn, beziehungsweise der André hat den erst kontaktiert, ob das überhaupt möglich ist, ob er die Karts hier noch hat. Er hat gesagt, ja, auf jeden Fall, Dennis soll kommen, kann er hier fahren und ballern. Und ja, jetzt bin ich gerade hier angekommen, ich bin jetzt noch aktuell noch draußen, ich bin noch nie auf der Kartbahn gewesen. Ich sehe, dass die hier so einen kleinen Outdoor-Bereich auch haben. Es scheint echt lang zu sein, die Strecke. Ich habe es auf einigen Videos vorab gesehen, dass die Kartbahn auch ein bisschen rauf und runter geht. Und ja, ich bin jetzt super gespannt, ich werde jetzt mal reingehen, gucken, was hier abgeht. Der Alessandro da ist und dann, ja, es wird kein großes Quatschen hier im Video, es wird auf jeden Fall mehr gefahren. Und glaubt mir, das wird auf jeden Fall der Knaller. Also bis gleich. Also ich zeige euch jetzt mal den Alessandro, der ist hier mit mir am Start. Und der wird mal so ein paar Infos geben zu dem Kart, so ein paar technische Details. So, Alessandro, maybe you can give some rough technical details about the go-kart and what is special on this go-kart? Yes, this is a very special go-kart with engine 400cc and 4-stroke derivation motorcycle. And I have a change with steering, 6 gear. 6 gear, okay. And in this configuration, I have 15 horsepower. 15? 15. Okay, also 15 PS, ja, okay. But yet, that's not the maximum power. Maximum power 50. 50. 50. Wow. And this indoor track here, we see the ramp there over there. You need all 6 gears? No. In this track, second gear, Yeah. third gear, and 4 gear. 4, okay. Yeah. Okay. Also wir brauchen nicht alle 6 Gänge. Ich kann mich erinnern, als wir damals gefahren sind, also wir sehen es jetzt, das sind diese Karts, die wir damals in Martinsikuru gefahren sind. Kann ich mich erinnern, dass wir alle 6 Gänge gefahren sind. Ich glaube, wir hatten die aber auch ein bisschen mehr Leistung. Ich erinnere mich, dass das irgendwie was um die 2021 war. Aber ja, gut, es muss ja auch zur Strecke passen. Irgendwann ist es auch dann einfach zu schnell. Aber ich bin gespannt, ich steige jetzt mal ein hier. Danke an Alessandro, ich steige jetzt mal ein. Und dann fange ich einfach mal mit der ersten Session an. Ich habe noch keine Ahnung, es ist so lange her, wie das abgeht, aber ich freue mich auf jeden Fall. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Ja, wir gehen jetzt mal rein, gemeinsam in Session Nummer 1, in die Onboard davon. Ja, was noch ganz kurz zur Strecke, was ich sagen kann, das ist wirklich eine super spezielle Strecke, wie man hier sieht, mit einem kleinen Außenteil noch dabei. Es sind insgesamt 2 Hallen und das, was hier gut dabei ist, was ich auch noch nicht so häufig gesehen habe, dass der Asphalt und die Banden, dass alles wirklich überall gleich ist. Also du hast wirklich überall gleiche Gripverhältnisse, was bei dieser Geschwindigkeit mit dem Kart auch wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und hier geht es in diesem Teil dann auch gleich ein Stück bergauf und berg runter. Das sehen wir jetzt gleich. Also wir verlassen jetzt die eine Halle kurz durch den Außenteil und jetzt geht es hier rechts bergauf. Und das macht es gerade mit diesen Karts auch so super speziell. Ich musste mich natürlich hier in den ersten Runden auch erstmal rantasten an das Ganze, denn ich weiß nicht, ob es im Video rüberkommt, aber wenn man mal so jetzt rausbeschleunigt, wird das Ganze schon richtig, richtig schnell. Ich muss natürlich hier an dieser Stelle noch ein bisschen meine Linie optimieren und ich kenne zu diesem Zeitpunkt die Strecke natürlich auch noch gar nicht. Wir springen jetzt mal direkt in Runde 3, beziehungsweise gleich auch schon in die Runde 5, denn hier versuche ich wirklich erstmal mich einzugrooven. An dieser Stelle hatte ich noch ein kleines technisches Problem.
Ich glaube, mit der Sitzverstellung war was nicht ganz in Ordnung. Sodass ich jetzt endlich in Runde 5 mal ein bisschen probieren konnte, um wirklich schneller zu werden. Man sieht oben rechts, dass ich da schon 2 gezeitete Runden setzen konnte. Aber jetzt langsam kommt dann der Rhythmus. Was ich an dieser Stelle auch noch sagen kann, ist, für mich war es super schwer dort in der kurzen Zeit Vertrauen aufzubauen. Denn man war wirklich, wirklich schnell. Und wie ihr sehen könnt, bin ich da im T-Shirt und Shorts gefahren. Ohne Rippenschutz, ohne alles. Dementsprechend war das wirklich nicht ganz so leicht. Hier schalte ich den einen hoch, von 2 in 3 war das. Schon noch arg vorsichtig an dieser Stelle jetzt. Ja, wenn man da jetzt gleich mal, falls 1011, wenn man das gleich mal sieht in der Session Nummer 2, da geht das dann schon tatsächlich ein bisschen zügiger los. Aber klar, erstmal wieder an das Kart gewöhnen. Das bin ich da zu dem Zeitpunkt 10 Jahre lang nicht gefahren. Diese Schaltkarts in der Halle. Und ja, auch einfach 0 Streckenkenntnisse. Aber ich kann euch sagen, ich hatte beim Fahren permanent ein Grinsen im Gesicht. Das war schon richtig, richtig wild und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die Scheitelpumpe sitzen noch nicht, bin immer noch überall ganz schön weit weg. Gerade in Runde 10 und das ist dann halt auch gleichzeitig die schnellste Zeit, die ich in dem ersten Turn dann fahren werde. Ja, da war es manchmal so, dass ich dann, wenn ich hochschalten wollte, dass der Gang nicht richtig reingegangen ist, ja. Da musste ich das Gas ein bisschen lupfen, minimal, sodass der nicht den vollen Drehmoment hat, dann ging der Gang leichter rein, aber das musste man natürlich auch erstmal verstehen. Ja, also 1:00:09 können wir uns mal merken, wie viel da gleich tatsächlich noch geht, obwohl die Runde optisch gesehen gar nicht so schlecht aussah. Yeah, oh, it's so cool, yeah? Yeah. It's so cool, but the track is slippy, yeah? Yes. In 10 minutes, the tire is ready. Aber ich bin jetzt nach den ersten 10 Minuten gefahren. Boah, es ist, also klar, es ist brulle warm hier, aber es ist auch so anstrengend. Und ja, weil natürlich keine Karts fahren, es ist auch super glatt noch, der Asphalt. Und boah, mit den Dingern Idealien zu finden, gerade Indoor, ist super schwer, weil du tippst das Gas nur an und das Ding schießt sofort nach vorne. Also den ersten Gang brauchst du gar nicht. Ich bin jetzt nur in 2 und 3 gefahren. Alessandro meinte, 4 brauchst du auch, aber ich wüsste jetzt persönlich nicht, wo. Ich meine, vielleicht, wenn du wieder reinfährst in die Halle, dass du da die Doppellinks noch mehr Grip hast. Da könnte dann sein, dass du noch mal einen Gang hochschalten musst. Aber ich hatte jetzt gar nicht so viel Grip, dass da irgendwie 4. Gang in Frage gekommen wäre. Aber ja, ich bin jetzt, wie gesagt, ein paar Runden gefahren, 10 Minuten oder so waren es. Und das ist schon, aber es ist was ganz anderes zu fahren. Du fährst die Kurven alle viel, viel spitzer an und gar nicht so sehr rund, weil du einfach den Bums hast, ne? Du hast einfach den Bums aus der Ecke raus. Ich mache jetzt mal ganz kurz Pause und dann fahre ich auf jeden Fall nochmal eine Session, gar kein Problem. Geil, wirklich irre gut.
Und dann geht's auch rein in Session Nummer 2. Ich meine, ich habe gerade auch ein paar Dinge erklärt, wie es mir direkt nach dem Stint ging und wie meine Eindrücke waren. Ich glaube, das sieht man ganz gut, wie geflasht ich eigentlich von dieser Leistung bin. Ja, hier sieht man schon direkt viel mehr Vertrauen. Ne? Diese Doppellinks, die war wirklich schnell. Da bleibe ich direkt ganz innen. Da ist dann jetzt schon in der Tat ein Lerneffekt eingetreten. Und auch hier merkt man dann schnell, dass weniger dann in dem Fall auch mehr ist. Also wenn man zu schnell in die Kurve reinpaced, ist das nicht unbedingt schneller. Aber dieses Gefühl muss man gerade in diesem Kart auch erstmal entwickeln. Ne? Wo ist es zu überpaced und wann ist es zu langsam? Also genau diesen Kompromiss zu finden, war nicht so leicht. Auch hier werde ich einzelne Runden dann immer etwas abkürzen, die jetzt nicht von Bedeutung waren. Jetzt sieht man den Tropfen auf der Linse draußen sogar ein bisschen geregnet, ein paar Tropfen. So, und jetzt rein in Runde 3, da wird dann auch die erste Zeit gestoppt. Das war mit dem Timing da immer ein bisschen schwierig. Man musste immer 2 Runden fahren, bevor dann die Zeit wirklich genommen wurde. Deswegen sind dann die ersten beiden Runden immer blind gewesen. Was die Rundenzeit angeht, natürlich, klar. Ah, hier wird das schon gut fliegen lassen. Das ist dann jetzt schon echt zügig. Erinnerung, 1:00:09 war gerade meine beste und jetzt mal gucken, was wir in Runde 3 hier, dass ich da gefahren bin. Ah, 1/10 langsamer und Räder waren auf jeden Fall noch nicht da, wo sie hin müssen. Runde 4 war dann wieder nichts. Beziehungsweise nicht ansehnlich. Ah, dann doch. Das erste Mal unter 1 Minute gekommen. Was ich jetzt hier an dieser Stelle schon immer mal probiere, ist, dass ich einen späten Scheitelpunkt setze. Ne? Dass ich nicht so weit rauskomme. Denn das Kart hat so viel Drehmoment und so viel Leistung, gerade im unteren Drehzahlbereich, dass ich da versucht habe, dann spitz auf rauszukommen. Ne? Also im Ausgang nicht ganz so weit zu gehen. 59,8, ja, es wird immer schneller. Runde 6. 59,7 und jetzt kommt die schnellste Runde. Na, hier sieht man, das bin ich nicht bis ganz rausgefahren. Bisschen angeschlagen, aber nur angelehnt, das war okay. Und auch hier, nicht weit raus. Echt viel Platz noch bis zum Ausgang. Aber ja, durch die gesparten Meter und diese hohe Leistung, die man hat, ist das dann echt schneller. So, Gang hoch. Also am Ende kann ich an dieser Stelle nochmal sagen, man musste wirklich nur in Gang 2 und Gang 3 fahren. Das ist vollkommen ausreichend gewesen. Auch vom Drehzahlband her. Da wenn wir jetzt ein paar PS mehr gehabt hätten, dann hätte man auch noch Gang 4 nehmen müssen. Aber das war jetzt für mich in dem Moment und den Gripverhältnissen erstmal das Optimum. Ja, 59,3. Jetzt sehen wir danach die Runden, habe ich noch ein bisschen was ausprobiert. Ich bin mal eine 59,5, auch 59,7 gefahren. Das war auch wirklich schwer, da konstant zu bleiben. Ne? Da ging auch irgendwann, muss ich ehrlich und offen gestehen, die Kraft so ein bisschen verloren. Weil es ist wirklich, als wenn man mit einem Rennwagen im Wohnzimmer fährt. Das wäre nicht zu vergleichen. Ja. Ja, und damit sind wir dann schon durch. Ja, it's already Yes, raining yeah, outside. Ja.
Whew, that's so cool, yeah? Yeah? So cool, yeah. Now it's ready. And what about the maintenance of this engine? Do you have to replace the piston every, I don't know how many hours? 100. 100. And then you have to do a full service. Yes. All. Ja. So, ja, und das ist der Grund, warum wir auch schon aufhören mussten. Man glaubt es ja nicht, ne? Wir fliegen nach Sardinien und jetzt fängt es ja an zu regnen. Ja, wir haben also trotzdem ein paar coole Runden hinbekommen. Bin jetzt 2 Sessions 10 Minuten gefahren. Glaube, habe mich auch um 1,5 Sekunden verbessert, aber das war ja jetzt hier komplett zweitrangig, was ich für Rundenzeiten fahre. Ich bin also jetzt durch für den Moment. Das Biest sind wir gerade gefahren. War auf jeden Fall eine ultra coole Erinnerung an damals 9 Jahre zurück. Besten Dank an das Team von hier, besten Dank an Alessandro, der das jetzt hier ganz spontan möglich gemacht hat. Ich habe den vorgestern erst geschrieben. War jetzt mal ein ganz kurzes Video zwischendurch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, war verrückt, wenn ihr mal die Chance habt, diese Dinger irgendwo zu fahren im Urlaub oder so, nutzt ihr das auf jeden Fall. Das ist was ganz anderes und wirklich richtig wild. Auch wenn das Ding jetzt ein bisschen runtergedrosselt war und ich jetzt nicht wirklich alle Gänge gebraucht habe, ist das auf jeden Fall schnell genug. Also danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Also bis dann. Ciao.